Gimli begrüßt euch zu einer neuen Woche und einem neuen Vlog. Ich habe mit Laura ein YouTube-Meeting gestartet, sozusagen. Wir treffen uns jetzt jeden Montag und besprechen unsere Pläne, die YouTube-Weltherrschaft zu übernehmen. Ich verlinke euch Lauras Kanal mal unten in der Videobeschreibung, könnt ihr gerne alle einmal folgen. Am Dienstagmorgen habe ich dann zu Hause noch einen Blogpost über meine bisherigen YouTube-Pläne geschrieben und wie so mein erstes Quartal auf YouTube lief. Und danach ging es für mich ab ins Büro. Ich musste nämlich vor Ort was drehen und ich hatte richtig viel zu tun die ganze Woche über. Das seht ihr auch gleich noch, weil 2 kurzfristige neue Aufträge reinkamen, was ja erstmal sehr gut ist, aber eben auch sehr stressig war. Und nachdem ich im Büro alles erledigt habe, bin ich dann ab nach Hause und habe noch ein bisschen das wirklich sehr schöne Wetter genossen. Der Mittwoch startete dann sehr früh. Ich hatte zum Glück einen kleinen Helfer, der mich wach gehalten hat. Und ich habe erstmal meinen Newsletter geschrieben. Alles natürlich unter den strengen Augen von Gimli, der das Ganze nochmal auf Qualität checkt, klar. Ja, also das Vloggen läuft auch wieder richtig gut aktuell. Ich habe gerade 2-mal einfach ein Foto statt einer Videoaufnahme gemacht. Ich lasse das mal sacken. Oh. Naja, das Vloggen weiterhin ausbaufähig, aber der Meeting-Mittwoch lief dann und diese Woche von zu Hause aus. Mero kam dann auch mal kurz zum Kontrollieren vorbei, denn ich musste an dem Tag auch noch eine Analyse fertig machen für einen Kunden. Das war einer der 2 kurzfristigen neuen Aufträge, die in der Woche anstanden und die war aufwendiger als gedacht. Aber ich war sehr fleißig, zusammen mit Gimli und Mero, klar, die haben natürlich die meiste Arbeit gemacht. Der Donnerstag startete, wie der Mittwoch geendet hat, nämlich unter den wachsamen Augen von Mero. Und es gab weiterhin richtig viel zu tun, weil gleich bei 2 Projekten Probleme mit Facebook auftauchten und ich sehr viel im Support-Chat abgehangen habe und mit dem Support telefonieren musste und das Problem sich einfach nicht lösen lassen wollte. Und wer schon mal das Vergnügen hatte, mit dem Facebook-Support in Kontakt zu sein, der weiß, wovon ich rede. Das ist sehr mühsam, sehr zäh und sehr nervenaufreibend und ganz oft leider gar nicht mal so hilfreich. Aber naja, gut. Daneben habe ich auch noch eine Präsentation fertig gemacht, an der ich schon die ganze Woche gearbeitet hatte. Und außerdem habe ich an dem Tag auch auf ein Paket gewartet. Und naja, natürlich hatte ich dann einen Zettel im Briefkasten, dass die Lieferung morgen nochmal anstehen würde. Dafür habe ich aber alle Pakete des Hauses angenommen. Naja, wie das funktioniert, kann ich mir auch nicht erklären. Aber gut. Der Tag endete dann mit einem letzten Performance-Check vom Chef, den ich hoffentlich bestanden habe. Und dann war auch schon wieder Freitag und an dem Tag stand die Präsentation der Analyse an der ich die ganze Woche über gearbeitet hatte. Eigentlich sollte das nur ein Zwischenstand sein, aber ich wollte einfach schon fertig sein und habe das auch bis zum Termin geschafft. Bevor es aber an die Präsentation ging, hatte ich noch meinen wöchentlichen Austausch mit meiner Freelance-Freundin Kerstin und das war wie immer sehr schön. Ich habe jetzt noch genau einen Termin heute in 8 Minuten und danach werde ich noch mein Admin Friday machen. Das heißt also E-Mails durchgehen, E-Mails beantworten, alles Mögliche. Dazu habe ich schon mal ein Video gemacht in meinem Kalender und dann werde ich Wochenende machen.
Ich warte noch auf DHL. Die sollen mir nämlich Papier zum Drucken bringen, Fotopapier für meine Zines. Da ist es schon. Jetzt habe ich noch 5 Minuten bis zu meinem Termin. Ja, dann packe ich schnell aus und dann kann ich Zines drucken. Dann war der offizielle Teil meiner Arbeitswoche vorbei und ich hatte endlich Zeit und jetzt ja auch Papier für die schönen Dinge, nämlich weitere Zines. Ich habe in der Woche davor ein Zine zu meinem Lieblingsland Taiwan erstellt und jetzt hatte ich endlich auch wieder ordentliches Papier und konnte also meinen Abend damit verbringen, Zines zu drucken, zu falzen und ja, das war richtig cool. Das hat richtig viel Spaß gemacht und war der perfekte Ausgleich nach der arbeitsreichen Woche. Und damit endet meine Vlogwoche. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns vielleicht beim nächsten Mal. Liked, subscribed, ihr kennt das Spiel. Und bis dahin wünsche ich euch eine gute Woche.